Hallo zusammen und willkommen bei Data Unity. Im Oktober 2021 gab es wie gewohnt wieder Updates für Microsoft Power BI Desktop und diese schauen wir uns an. Ja, diesmal gab es eine Änderung zum Thema Composite Models und hier habe ich auch schon so ein zusammengesetztes Modell aufgemacht. Wir sehen hier das blaue und das rote Modell. Die werden eigentlich nur über einen Kalender zusammengehalten und wir sehen, wir haben massenweise an Tabellen hier drin. Im Grunde nur mit dem Ziel, bestimmte KPIs aus den zwei Modellen zu berechnen. Wie zum Beispiel hier würde ich die Gästeanzahl und die Umsatzbuchungen miteinander in Relation setzen. Dafür musste man bisher immer das komplette Modell importieren und das hat sich jetzt geändert, denn wenn wir jetzt Composite Models benutzen, können wir ähnlich wie bei den Data Flows einzelne Tabellen auswählen. Und das werde ich hier einmal demonstrieren. Man kann es nämlich auch für bestehende Abfragen anpassen. Dafür muss ich allerdings das Dataset komplett neu hier suchen und auswählen und dann wird es aber eben nicht komplett geladen, sondern ich kann hier einzelne Tabellen abwählen und zum Beispiel geht mich in diesem Report der Kellner nichts an oder auch die Produkte nicht und ich kann diese Dimension, jetzt ein einfaches Beispiel, einfach abwählen. Und ich kann auch entscheiden, ob spätere Tabellen, die in das Datenmodell hinzukommen, automatisch hinzugefügt werden sollen. Auch das kann ich abwählen und kann mein Datenmodell aktualisieren. Ja, jetzt sehen wir, dass wir hier ein paar Dimensionstabellen weniger haben und wenn wir die anderen auch noch loswerden wollen, ist das gar kein Problem. Eine weitere Änderung in Power BI Desktop, die fällt auf, wenn wir uns Measures anschauen oder einfach ein neues Measure erstellen. Und zwar haben wir jetzt hier so Symbole vor den einzelnen Measures, die wir verwenden. Und dasselbe gilt auch für Tabellen. Ja, das heißt eine rein optische Anpassung, die die Microsoft-Produkte etwas näher zusammenbringt. Es gibt auch neue DAX-Funktionen mit diesem Update. Und zwar sind es Funktionen, die auf Bit-Ebene verschiedene Zahlen zusammenrechnen. Kenne ich aus üblichen Programmiersprachen, habe allerdings jetzt im DAX und Power BI noch keinen richtigen Use Case dafür. Vielleicht wird es die aber geben. Und auch im Power BI Online Service gibt es ein erwähnenswertes Update. Und zwar kann man in den Data Flows jetzt bei den Parametern, wenn ich zum Beispiel einen neuen Parameter anlege, auch eine Liste oder eine Abfrage verwenden. Das ging im Power BI Desktop bereits schon länger. Nun ist es auch online möglich und durchaus eine praktische Möglichkeit, den eigenen Data Flow noch etwas dynamischer zu machen. Für Oktober 2021 waren das meine Highlights von Power BI. Insbesondere das Composite Model sich weiterentwickeln, finde ich sehr spannend. Und in diesem Sinne weiterhin viel Spaß mit Daten und Power BI und bis zum nächsten Mal.